Hallo Bosco! Hallo Rebecca! Heute kombinieren wir Ausklammern mit den binomischen Formeln. Also, wenn ihr da draußen Ausklammern noch nicht könnt und die binomischen Formeln noch nicht könnt, dann schaut diese Videos bitte vorher an. Ja, unbedingt. Diese 6 Aufgaben mache ich heute mit dir. Ach je. Tatsächlich nur 6 Aufgaben, denn die haben es in sich. Ja, ich sehe es schon. Die Aufgabenstellung ist immer, schreibe als Produkt. Dazu klammerst du erst aus und wendest dann noch eine binomische Formel an. Was könntest du denn hier ausklammern, das alle 3 Teilterme gemeinsam haben? Das B. Jawohl. Also schreibe ich das B vor die Klammer. Und dann teile ich alle Terme durch B. Ja, Sind es Terme? Teilterme würde ich es nennen oder Summanden. Also Summanden ist der Fachbegriff. Und dann teile ich alle Summanden durch B. Also b hoch 3 durch b sind b hoch 2. Plus 10b hoch 2 durch b sind plus 10b. Und plus 25b durch b sind plus 25. Gut. Und jetzt schaust du dir das an, was in der Klammer steht. Ist das vielleicht schon eine binomische Formel? Die erste. Ja. Und dann wendest du jetzt die erste binomische Formel an, nur für das Teil, was in der Klammer steht. Das b mal schreiben wir ab. Das schreiben wir ab. Das gehört aber jetzt nicht zur binomischen Formel. Genau. Aber muss mit abgeschrieben Ja, weil werden. es zur Aufgabe gehört. Okay. Also erste binomische Formel, Rückwärtsrechnung quasi. Ja, Oh je. Na, die b hoch 2 habe ich bekommen, indem ich b mal b rechne. genau. Also kann ich auf die linke Seite der Klammer schon mal b schreiben. Dann das Plus. Ja. Dann muss ich die 25 erst rechnen. Das heißt 5 mal 5 sind 25. Also kommt auf die rechte Seite die 5 hin. Klammer zu, hoch 2. Bosco, ich bin so stolz auf dich. Und jetzt mache ich die unfreiwillige Pflichtprobe. Ja. Soll ich die auch noch machen? Ja, bitte. Haha. Ach hey, wie ging denn die nochmal? Du musst schauen, ob das, was in der Klammer jetzt Wie war links das? steht. Zweimal links, mal rechts. Ja, genau. Ah. Zweimal links, mal rechts. Also 2. Aber ich darf auch erst die 2 mal 5 rechnen. Ja, 2 mal 5 sind 10. Mal b sind 10b. und das steht in der Mitte, Ja. 10b, also stimmt das. Gut gemacht. Ich habe aber ganz tief gekramt in meiner Hirnstube. Aber du hast schon echt viel gelernt. Ja, läuft. Dann machen wir gleich weiter. Was haben diese 3 Teilterme oder Summanden miteinander gemeinsam? Welcher Faktor steckt da drin? Faktor ist etwas, das multipliziert wird. Ja, auf jeden Fall die 2. Die Zahlen sind alle gerade. Ja, Und bei jeder Zahl steht auch mindestens noch ein x. gut. Also 2x. Dann klammer mal 2x aus. 2x, Klammer auf. 18x durch 2x sind 9. Minus 12x hoch 2 durch 2x sind minus 6x. Ja, Und plus 2x hoch 3 durch 2x sind plus x hoch 2. gut. Und jetzt hast du den Vorteil, die 9 ist eine Quadratzahl, das x² ist auch ein Quadrat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du es auch hier wieder mit einer binomischen Formel zu tun hast, Mit der zweiten, wegen dem Minus. wegen dem Minus. Gut? Und die 2x schreibe ich wieder einfach mit dazu. Ja, Dann Klammer auf. Ja, die 9 kriege ich durch 3 mal 3. Also kommt hier eine 3 hin. ja. Dann das Minus und das x. Gut. Weil x mal x sind x hoch 2. Ja, Klammer zu, hoch 2. prima. Pflichtprobe. 2 mal links mal rechts. 2 mal 3 sind 6. Mal x sind 6x. Das steht in der Mitte. Passt. Gut. Huhu. Ja, wenn du das nicht überprüfen würdest, wüsstest du gar nicht, ob du es mit einer binomischen Formel zu tun hattest. Und so weißt du dann noch nicht, ob du die binomische Formel überhaupt anwenden durftest. Okay. Okay, nächste Aufgabe. Ja, hier musst du auch irgendwas finden, was die gemeinsam haben. Siehst du da irgendwas? Ja, die 27 ist durch 3 teilbar. Ja,
Jetzt die könnte man 48. schauen, ob die 48 vielleicht auch durch 3 teilbar ist. Kann man da nicht die Quersumme nehmen? Ja, Also 4 plus 8 sind 12 und 12 ist durch 3 teilbar. also ist muss die 48 auch durch 3 Ja. teilbar. Das hast du dir gut gemerkt. Ja. War doch was. 48. 16 Mal. Jawohl. Haha. Also beides durch 3 teilbar. Gut, das heißt, du kannst die 3 ausklammern. 3, Klammer auf. Dann die 48x hoch 2 durch 3 sind 16x hoch 2. Und minus 27 durch 3 sind minus 9. Klammer zu. Gut. Das sieht mir nach der dritten binomischen Formel aus. Woran hast du das denn erkannt? Weil nur 2 Teilterme und das Minuszeichen in der Mitte ist. Und die sind auch beide Quadratzahlen. Ach so, das muss auch immer sein. Ja. Haha. Darf ich? Ja, los. Die 3 übertrage ich, dann Klammer auf. Beziehungsweise ich bereite meine beiden Klammern vor. Eine mit Plus, eine mit Minus. Gute Idee. So, dann habe ich die 16x hoch 2. Die bekomme ich durch 4x mal 4x. Ja. Also auf die linke Seite kommt jeweils das 4x. Und die 9 kriege ich durch 3 mal 3. Also auf die rechte Seite kommt die 3. Gut. Fertig? Schon fertig. Cool. Bei der dritten binomischen Formel brauchst du ja keine Probe durchführen. Vierte Aufgabe. Ja. Ach hey. Was haben die denn vielleicht gemeinsam, was du ausklammern könntest? Und das A nicht, das B nicht. Die 9 ist ungerade. Ah, ich erinnere mich. Warte mal, da war doch was. Das Minuszeichen. Ja. Ich kann das Minuszeichen ausklammern. Dann mach das mal. Wie ging das nochmal? Also Minus und dann Klammer auf. Ja. Und dann alles übernehmen, aber mit Plus. Alle Vorzeichen müssen Also sich ändern. 4a hoch 2 plus 12ab plus 9b hoch 2, Klammer zu. Genau. Jetzt hast du sozusagen eine Minusklammer erschaffen. Und wenn du die Minusklammer auflösen würdest, würde ja jedes wieder das Minus bekommen. Also richtig gemacht. Gut. Und dann würde ich sagen, ist das die erste binomische Formel. Ja. Ich probiere es. Minus, Klammer auf. Du kannst ja die Klammer schon vorbereiten mit dem Plus Ja, und dem mach Hoch ich. 2 am Ende. Mache ich hiermit. Okay. 4a hoch 2 bekomme ich durch 2a mal 2a. Also kommt auf die linke Seite 2a. Und das 9b hoch 2 bekomme ich durch 3b mal 3b. Gut. Also kommt 3b auf die rechte Seite. Pflichtprobe. 2 mal links mal rechts. Das heißt 2 mal 2a sind 4a. Mal 3b sind 12ab. Und das stand da. Sehr Genau. gut. Huhu. Super. Fünfte Aufgabe. Die Zahlen sind alle durch 5 teilbar. Gut gesehen. Also klammer ich die 5 aus. 5 Klammer auf. 20b hoch 2 durch 5 sind 4b hoch 2. Minus 60b durch 5 sind minus 12b. Und plus 45 durch 5 sind plus 9, Klammer zu. Ja. Zweite binomische Formel, wegen dem Minuszeichen. Die 5 nehme ich mit rüber. Dann bereite ich meine Klammer vor mit Minuszeichen und hoch 2. 4b hoch 2 bekomme ich, indem ich 2b mal 2b rechne. Also 2b kommt auf die linke Seite und die 9 kriege ich durch 3 mal 3. Also kommt auf die rechte Seite die 3. Sehr schön. Gegenprobe. 2 mal links mal rechts. 2 mal 3 rechne ich erst, sind 6. Und 6 mal 2b sind 12b. Passt. Ganz alleine gemacht. Ja, ich sehe es. Du brauchst meine Hilfe gar nicht Ja. mehr. Wir blenden dich bald aus. Ich übernehme den Laden. Ja, das will ich sehen, ja. Bosco, wir sind schon an der letzten Aufgabe angelangt. Hier. Sehr gut. Hier möchte ich dir noch eine Besonderheit zeigen. Deswegen rechnen wir die Aufgabe zweimal. Aber fang einfach mal an, so wie du es jetzt machen würdest. Ich würde sagen, die Zahlen sind gerade, also durch 2 teilbar. Gut, dann kannst du die 2 ausklammern. Das mache ich jetzt mal. 2 Klammer auf. 32x hoch 2 durch 2 sind 16x hoch 2.
Und minus 200y hoch 2 durch 2 sind minus 100y hoch 2. Okay. Und jetzt hast du die Situation, dass die 16x hoch 2 und die 100y hoch 2 ja schon Quadratzahlen sind. Das heißt, du könntest jetzt schon die binomische Formel anwenden. Das ist Option Nummer 1. Die dritte binomische Formel. Ja, genau. Soll ich das tun? Mach's erstmal so. Okay, dann übernehme ich die 2 und bereite meine beiden Klammern vor mit einem Plus und einem Minus. Und die 16x hoch 2 kriege ich durch 4x mal 4x. Also kommt auf die linke Seite jeweils das 4x. Und die 100y hoch 2 bekomme ich durch 10y mal 10y. Okay, Fertig. gut. So könntest du die Aufgabe lösen. Ja. Wahrscheinlich würde es dein Mathelehrer besser finden, wenn du vorher noch mehr ausklammern würdest. Noch mehr. Ja, wir haben vorhin ja nur die 2 ausgeklammert. Ja. Schau dir mal an, die 16 und die 100. Welcher Faktor steckt denn da noch drin, den die gemeinsam haben? Die 4. Genau. Dann klammerst du jetzt auch noch eine 4 aus. Also rechne ich. Außerhalb Vorne. der Klammer steht ja dann 2 mal 4, Ja. also eine 8 vor der Klammer. Ja, wollte ich sogar sagen. Gut? Also steht vorne die 8. Und dann 16x hoch 2 durch 4 sind 4x hoch 2. Und die minus 100y hoch 2 durch 4 sind minus 25y hoch 2. Genau. Und dann habe ich wieder 2 Quadratzahlen. Jetzt haben wir den glücklichen Fall, dass da tatsächlich wieder 2 Quadratzahlen rausgekommen sind. Das heißt, du kannst jetzt wiederum die dritte binomische Formel damit anwenden. Die 8 nehme ich mit rüber, bereite meine beiden Klammern vor und habe dann auf der linken Seite 2x jeweils stehen. Weil 2x mal 2x sind 4x hoch 2. Und auf der rechten Seite, na das ist einfach, ist jeweils 5y. Genau. Weil 5y mal 5y sind 25y hoch 2. Jawohl. Gut, jetzt haben wir 2 Ergebnisse raus. Die sehen verschieden aus, sind aber tatsächlich genau das gleiche. Wie genau das gleiche? Da Glaubst steht doch du ganz mir was nicht? anderes. Ja, dann lass uns doch bei unserem ersten Ergebnis mal vollständig ausklammern. Vollständig ausklammern. Schau dir mal das an, was da in den Klammern steht. Ja, ist auch beides durch 2 teilbar. Dann könntest du doch da noch eine 2 ausklammern. Noch eine 2. Na, dann steht vorne 2 mal 2. Und 4x durch 2 sind 2x. Und 10y durch 2 sind 5y. Ja, ganz genau. Und das mache ich bei der rechten Klammer auch nochmal. Eine 2 rausholen. Ja, Und dann steht da auch 2x und 5y. siehst du? Und dann habe ich draußen 2 mal 2 mal 2 sind 8. Ja! Ah. Schon haben wir unser erstes Ergebnis in das zweite Ergebnis umgeformt. Ja, cool. Dein Lehrer wird wahrscheinlich das zweite Ergebnis bevorzugen, denn vollständig auszuklammern ist immer die bessere Wahl. Das erste Ergebnis war aber eigentlich auch richtig. Gut. Dann blende ich jetzt hier nochmal alle Lösungen ein Ja. und ich hoffe, dieses kleine Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss.